Das vorletzte Spiel mit Preußen Münster. Wir sind am Millerntor in Hamburg, beim echten Millerntor-Stadion. Sehr, sehr schön. Schönes Wetter, Spieltag 33. St. Pauli ist so gut wie abgestiegen. Die haben rechnerisch noch Chancen, die müssen aber 17 Tore gegenüber dem FC Augsburg aufholen. Wir sind Sechster. Wir sind mittendrin im Kampf um die Champions League. Leverkusen haben wir überholt, jetzt haben wir noch Wolfsburg und die Bayern vor uns. Also es kann noch so viel passieren, es kann so viel geschehen. Und dann haben wir ja auch noch ein ganz kleines Highlight am Ende der Saison, das Pokalfinale gegen Dortmund. Die können heute im direkten Duell gegen Leipzig auch schon Meister werden. Also wir werden sicherlich ein paar Entscheidungen haben nach dem Spiel hier heute. Gegen Heidenheim war es auch schon sehr spektakulär wieder. Natürlich 4-2 gewonnen, 2-0 geführt, dann den Ausgleich bekommen, warum auch immer. Und dann haben wir nochmal 2 Tore zum Schluss gemacht. Und heute möchte ich das auf jeden Fall ein bisschen entspannter haben. Und natürlich der Mann des letzten Spiels, Paul Wanner. Da hat er 2 Tore gemacht und 2 nochmal vorgelegt. Und hier fängt er gleich schon wieder an. 4. Minute. Sensationell. Ein Traumstart. Das haben wir gebraucht. Eine Annahme und dann mit links. Das ist Wahnsinn. Der hat eine super Schusstechnik und der landet wieder direkt im Winkel. Da ist nichts zu machen. Hier sehen wir das nochmal aus der Perspektive. Nimmt einen Eimer an und dann mit links. Da kannst du nichts machen. Den hält kein Keeper der Welt. Ich auch nicht. Weil ich erstens nie Keeper war und zweitens, da kannst du nichts machen. Da kannst du dich nur verneigen vor Paul Wanner. Der wird seinen Marktwert über den Sommer nochmal steigern. Auf jeden Fall. Der wird nochmal ein größeres Potenzial kriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was diese Mannschaft in den nächsten Jahren dann ohne mich erreichen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber Achtung, St. Pauli kommt auch zum ersten Mal. Bitte, bitte nicht. Lass es nicht wieder so spektakulär werden, Friedrich. Ja, ganz wichtig. Im richtigen Moment da sein, weil wenn du halt da einmal daneben haust, dann gibt es halt Elfmeter. Das ist gegen St. Pauli nicht viel anders als gegen die Bayern. Aber St. Pauli ist da über Mailu. Maurides mit dem ersten Abschluss, aber der war ungefährlich, weit vorbei. Und dann spielen wir ja auch wieder gegen eine Fünferkette. St. Pauli spielt im 5-3-2. Das könnte uns vielleicht entgegenkommen. Wir haben ja auch gegen Union zum Beispiel öfter mal gegen eine Fünferkette gespielt. Da haben wir auch ganz gut gespielt. Jetzt gucken wir, ob Wanner das wieder hinkriegt. Nee, okay. Nicht jeder Schuss geht in den Winkel. Gut, aber immerhin ein Abschluss. Ja, wir hören die Fans im Hintergrund. St. Pauli laut grölen. Leverkusen führt natürlich durch Güler. Das ist auch nicht so uninteressant für uns. Auch was die Bayern machen, auch was Wolfsburg macht. Das sind so 2 Vereine oder 3 Vereine, wo wir halt auch immer mal ein Auge drauf haben müssen. Aber erstmal müssen wir hier unsere Hausaufgaben machen. Danach können wir auf die Gegner gucken. Jongwa kommt gegen Joli. Er war auch in der Mitte. Wo ist er? Ja, ist nicht frei. Schade. Dann kommt Wagner nochmal. Jetzt muss er in die Mitte rein. Am Elfmeterpunkt, da erwarte ich ihn. Ja, da wo eigentlich jetzt Listesch war, da hätte ich gerne Alvaro gesehen. So, Achtung, nicht der Durchbruch wieder. Also, ich habe immer noch Albträume von Mikkel Kaufmann, wie der da einfach durchspaziert ist im letzten Spiel. Darfst du eigentlich auch niemandem erzählen. Aber Wanner ist wieder da. Kriegt den Vorteil. Jetzt muss er es alleine machen, weil alle gedeckt sind. Und dann natürlich schießt er wieder gegen Gegner. Also das sind so Sachen, die werde ich nicht vermissen. Das wird auch in der nächsten Karriere wahrscheinlich wieder so sein, dass wir Mitspieler oder Gegenspieler anschießen, obwohl wir das gar nicht wollen. Aber du bist halt machtlos. Da kannst du nichts gegen machen. St. Pauli ist vorne. Ganz enge Ballführung auch wieder. Und du kannst nichts machen. Da ist niemand. Da geht auch niemand drauf von uns. Wagner kommt nicht ran. Friedrich, der steht da auch rum wie Falschgeld. Die können machen, was sie wollen. Das ist krass. Selbst St. Pauli. Und Sinamoy ist da. Schöne Parade. Die können machen, was sie wollen. Die können durchspazieren durch den Strafraum. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Und wenn, dann gibt es halt Elfmeter. Sobald da ein Spieler fällt, ist das halt direkt Elfmeter. Aber wir sind schon wieder vorne. Andere Seite, andere Richtung. Alvaro. Ja, zu spitz der Winkel. Jongwa. Wanner wäre wieder da gewesen, aber Listesch. Der will natürlich auch nochmal ein paar Tore machen. Nach vorne wird er abgeschossen. Aber kriegt halt leider nicht den Ball. Achtung, Durchbrüche verhindern. Chavez ist da, genau im richtigen Moment. Unnötiger Fehlpass, Remberg. Und dann ist es halt auch so ein ähnliches Spiel wie gegen Heidenheim. Ne? Also Heidenheim hat auch nicht viel gemacht. St. Pauli hat jetzt im Vergleich schon ein bisschen mehr gemacht als Heidenheim. Die haben ja nur den Ball spazieren getragen in der ersten Halbzeit. Aber wir haben halt auch hier viel Platz,
Und es geht natürlich viel über Wanner, über Listic, aber Paul Wanner ist so der Mann der ersten halben Stunde bislang. Da laufen sehr, sehr viele Angriffe, auch jetzt wieder über Paul Wanner und Listic. Jetzt, genau, schön reingelaufen. Und jetzt mal ein schöner Kopfball vielleicht. Alvaro, der ist doch groß, aber wo köpft der denn hin? Die Bayern führen in Augsburg, okay, gerade gesehen. Aber wo köpft der denn immer hin? Aufs Tor. Nicht nebens Tor oder irgendwie zur Eckfahne, das ist blöd. Und die nächste Chance, ja gut, jetzt gibt's Gelb. Irgendwann muss halt auch mal ein Foul ziehen. Anders kriegst du ihn halt nicht gestoppt. Gibt's aber nur Gelb oder sogar Rot? Nee, gelbe Karte, gut. Für Treu. Wir bleiben treu. Und Wanner ist jetzt aber nicht verletzt, oder? Nee, bei dem geht's weiter. Also nicht, dass er sich jetzt vorm Pokalfinale noch verletzt. Dann würde ich ihn nämlich jetzt rausnehmen. Nein, alles gut. Nächste Aktion, Alvaro vorne. Kriegt er den ins Spiel? Ja, aus spitzen Winkel. Warum nicht? Hätte ja auch durch die Beine gehen können. Aber immerhin mal ein Abschuss. Alvaro, ja, war auch ein bisschen unglücklich. Da habe ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr erhofft in der Rückrunde. Aber gut. Am Ende weiß es immer besser. So, Remberg, so wichtig, dass wir gerade diese Zweikämpfe hier gewinnen. Ja, abgeblockt. Es geht jetzt auch hier nicht mehr um Schönspielerei. Das ist auch nicht unser bestes Spiel. Es geht jetzt darum, die Ergebnisse zu liefern und die Ergebnisse zu holen. Achtung. Und die Spielweise, die juckt mich am Ende jetzt nicht mehr. Auch im Pokalfinale. Wenn wir da ganz schlecht spielen sollten und dann durchs Elfmeterschießen gewinnen, dann ist mir das 10-mal lieber. Alvaro, jetzt hat er die nächste Chance gegen Ordóñez und gegen Vasil. Und er kann's doch. Alvaro mit dem Halbzeitpfiff. Der ideale Zeitpunkt, um hier das zweite Tor zu machen. Und auch wieder ganz einfach. Ball in die Tiefe. Und Alvaro ist halt auch nicht langsam. Gegen Ordóñez und Vasil, der eigentlich auch ein guter Keeper ist. Also sonst hätte St. Pauli ihn echt auch nicht mit die wenigsten Gegentore. Ist auch Nationalspieler, glaube ich, von Bosnien, kann das sein? Also auf jeden Fall Nationalspieler von seinem Land. Also ist das auch nicht so ein ganz schlechter. Aber St. Pauli ist abgestiegen. Also die müssen ja heute gewinnen und ich glaube nicht, dass die jetzt noch 3 Tore machen. Die haben zwar zweimal aufs Tor geschossen, aber 3 Tore machen sie, glaube ich, nicht mehr. Also können wir St. Pauli schon mal festhalten als ersten Absteiger. Wenn die Heidenheimer, weil die Augsburger ja parallel zurückliegen, gewinnen sollten, gibt es am letzten Spieltag ein Fernduell zwischen Heidenheim und Augsburg um Platz 16. Das ist dann unten und oben, da ist halt auch noch ganz, ganz viel Spannung da. Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, wir sind auch mittendrin. Euroleague, Champions League oder Conference League, all das wird am letzten Spieltag entschieden. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch am letzten Spieltag nochmal reinzuschauen. Pose und Chavez und wo ist Alvaro? Im Getümmel. So, und St. Pauli kommt über Maurides, der ist aber halt vorne ganz allein, aber der schafft es da durchzukommen. Unfassbar. Diese Ballführungen der KI sehr, sehr abenteuerlich. Du kommst auch nicht ran. Egal wie gut du stehst. Aber dafür haben wir hier den Platz. Und die Chance umzuschalten. Remberg, Listic, komm Junge, gib Gas gegen Ordóñez. Hat er. Sieht er Alvaro. Ja, das ist eine gute Flanke, aber der kriegt den nicht. Hat sich zwar ordentlich positioniert, aber dann sieht es halt so aus, wie es gerade ausgesehen hat. Und St. Pauli kommt über Metcalf gegen Poso. Majulu kommt. Oh, der ist völlig alleine. Da ist niemand da. Poso kommt nicht ran. Poso kommt jetzt ran. Sehr schön gemacht. Und wieder viel Platz im Mittelfeld. Dann drückt jemand raus. Dann müssen wir umschalten. Einen brauche ich jetzt zum Doppelpass. Listic, Alvaro. Und so einfach geht es dann leider doch nicht. Leverkusen hat auf 3-1 gestellt gegen Gladbach. Ist also gut, dass wir da auch nochmal gewinnen. Weil die Konkurrenz halt auch gewinnt. Und da ist. Und St. Pauli kommen, die sind auch noch nicht fertig. Maurides gegen Friedrich, da ist die Grätsche. Pose kommt nicht ran. Und dann kommt St. Pauli so ähnlich wie Heidenheim hier zum Anschluss. Auch mit originaler Torhymne hier integriert, aber das ist ein Verteidigungsverhalten. Also wir hatten auch wirklich selten Spiele, die wir hier zu 0 spielen. Das werde ich aber immer haben. Ich werde es selten schaffen, irgendwie hinten den Laden komplett dicht zu halten. Außer der Gegner ist eine völlige Vollpfeife. Aber ansonsten nicht.
Also Metcalf mit dem 1:2. Aber immerhin haben die Leute noch mal ein bisschen was zu feiern. Und jetzt müssen wir aber genauso wie gegen Heidenheim noch mal eine Schippe drauflegen. Gleich das 3:1 vielleicht machen. Listesch wird auch wieder direkt von 3 Leuten umzingelt. Da stehen 3 Leute, auch richtig gut, ja, perfekt. Und warten eigentlich nur auf meinen nächsten Move. Aber genauso machen wir das hier mit Remberg. Listesch wird geschickt, macht nochmal einen Abzweig. Und einen Abstecher nach außen. Die Bayern führen 2:0 in Augsburg. Also die beiden werden wir, glaube ich, nicht mehr kriegen. Obwohl am letzten Spieltag müssen wir auch mal gucken. Die spielen noch bei Union. Da spielt Wolfsburg jetzt an diesem Spieltag. Nein, 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 die kommen nicht durch. Also die Sachen, die müssen wir dann auch verteidigt kriegen. So, die Fans sind da. Die Spieler, die grätschen, was das Zeug hält. Jetzt müssen wir nur die Lücke finden. Da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Und da ist das Tor. Alvaro. Der Doppelpack. 20 Minuten vor Schluss. Der alte Abstand ist wieder hergestellt. Und auch wieder ganz einfach. Listisch hat einen Gegenspieler gezogen. Dadurch ist die Lücke frei gewesen für Alvaro. Da sehen wir das nochmal hier oben. Listisch, der zieht 2 Gegenspieler und Alvaro auch mit rechts, mit seinem schwächeren rechten Fuß. Schießt 1 zum 1:3. Da gibt es schon Siegesskandierungen von unseren Fans. Aber trotzdem, die St. Pauli-Fans, die schreien sich ja auch die Seele aus dem Leib. Die werden dann in der zweiten Liga auch ein gutes Bild abgeben. Vielleicht steigen sie ja dann wieder auf. Wer weiß es schon. Aber für diese Saison hat es dann leider erstmal nicht gereicht. Und Alvaro ist schon wieder da. Alvaro und Vasil. Den hält er dann auf einmal, weißt du? Der viel härter geschossen war als der letzte. Mons kommt jetzt mal. Ja, muss das einen Linksfuß machen. Zum Tor hingezogen. Wagner kommt. Schöne Ecke, aber es kommt niemand ran. Es steht leider niemand da. Oh, jetzt kommen die wieder an, weil ich fasse es nicht. Der Ball wird einfach random nach vorne gespielt und natürlich der Durchbruch. Durch Saad, Elias Saad. Darf er eigentlich nicht durchkommen. Genau, Jongwa ist da, holt den Ball und somit geht's dahin. Also St. Pauli ist nur noch, hört sich jetzt böse an, eine Viertelstunde von der zweiten Liga entfernt. In-game. Und sie haben halt jetzt irgendwie sich aufgegeben. Hinten ganz viel Platz gelassen. Jongwa kommt nochmal nach vorne. Nimmt nochmal Alvaro mit. Der hat die Chance auf den Hattrick. Und da ist es. 4:1. Es wird deutlich. Genau so ein Spiel hatte ich mir dann auch gegen Heidenheim gehofft. Da wurde es aber ein bisschen spannender. Und hier wird es halt jetzt sehr deutlich. 4:1. Alvaro mit dem Hattrick. Ja, und es trudelt so dahin. Also Alvaro mit dem Dreierpack. War da ganz am Anfang mit der frühen Führung. Und für St. Pauli, ja, heißt es viel Glück in Liga 2, aber das hat halt diese Saison wohl nicht gereicht. Für den Klassenerhalt. Wir haben bestimmt auch gute Spieler, die auch bei uns hätten funktionieren können, eventuell, oder würden in der nächsten Saison funktionieren, wenn wir sie verpflichten würden. Aber bei St. Pauli haben sie irgendwie nicht funktioniert und Alvaro ist schon wieder da. Alvaro zum Zweiten. Oh, jetzt wird's eine ganz, ganz böse Packung. 5:1. Der Viererpack von Alvaro. Der holt jetzt die ganzen Tore, die er in der Rückrunde geschossen hat, in diesem Spiel hier auf. Viererpack. Hier der versuchte Lupfer. Vasil ist noch dran und dann aus Spitzenwinkel. Soll er das für einen Profi eigentlich? Obwohl, der ist auch nicht ganz so einfach zu nehmen. Also ich wollte gerade sagen, das ist für jeden Profi eigentlich ein Muss, den zu machen. Aber es gibt auch Spieler, die machen den nicht rein. Also 5:1. Es wird noch deutlicher. Gut, die laufen jetzt auch, wie gesagt, nur noch mit. Das ist hier lockeres Traben, was wir hier machen. Jongwa kommt nochmal. Paul Wanner möchte auch nochmal. Listesch ist in der Mitte. Oder Alvaro vielleicht nochmal. Ne, da ist Wanner. Komm, der will auch nochmal. Wanner und Vasil, der einem wirklich so ein bisschen leid tun kann. Der hat wirklich gehalten, was zu halten ist. Selbst die Abstauber, aber man hat halt gesehen, warum St. Pauli wirklich die schlechteste Mannschaft wahrscheinlich in der Liga hier ist. Sonst wären sie ja nicht auf dem letzten Platz. Und nochmal Alvaro und Friedrich.
Mit dem 6:1, das ist ja ganz außergewöhnlich. Marvin Friedrich. Mit seinem ersten Tor für Münster. Im vorletzten Spiel. Warum nicht? Hat auch eine solide Rückrunde gespielt, war eine gute Verstärkung. Und hat halt auch Platz am zweiten Pfosten, weil er nicht gedeckt wird. Da sind 6, 7 St. Paulianer. Aber keiner ist bei Friedrich und dann ist das halbe Dutzend voll. Und Marvin Friedrich macht also wahrscheinlich hier den Schlusspunkt. 6:1. Am Ende wurde es dann nochmal richtig, richtig deutlich. Und St. Pauli hat sich halt ja im Schicksal ergeben. So ist das, glaube ich, gut zu beschreiben. Die Ränge leeren sich auch schon. Aber ich glaube, eine Chance kriegen wir vielleicht noch über Jongwa gegen Juli. Und damit, ja, war es das gewesen für St. Pauli. Für das Spiel, für die Liga. St. Pauli steht fest als Absteiger Nummer 1. Und wir sind, ja, dank Alvaro weiterhin noch oben mit dabei, oben dran. Ja, und es wird halt zum absoluten Showdown und zum Fernduell am letzten Spieltag mit Leverkusen, mit den Bayern und auch mit Wolfsburg kommen. Also am Ende hatten wir dann 20 Schüsse. Das zeigt halt auch nochmal, wie deutlich dieses Spiel war, wie schlecht St. Pauli halt auch leider war, muss man zugeben. Und jetzt haben wir noch ein Spiel. Das ist der letzte Spieltag. Wir spielen beim 1. FC Köln, Bayern spielt bei Union. Die Dortmunder, sind sie denn schon Meister? Wir gucken mal. Nein! Haben also unentschieden gespielt. 1:1. Die Meisterschaft entscheidet sich also im Fernduell. Leipzig hat das etwas leichtere Spiel bei Heidenheim. Dortmund spielt in Frankfurt. Also Frankfurt ist das Zünglein an der Waage. Die können die Meisterschaft mitentscheiden. Heidenheim natürlich genauso. Ja, aber Heidenheim-Leipzig ist jetzt auf den ersten Blick leichter für Leipzig als Dortmund in Frankfurt. Naja, also wir spielen beim 1. FC Köln. Wolfsburg spielt gegen Bremen. Die Bayern spielen bei Union. Leverkusen spielt gegen Augsburg. Das sind auch alles machbare Gegner und wir beim 1. FC Köln. Also Vierkampf um die Champions League. Die Bayern haben die besten Chancen, die besten Karten. Wenn wir auf Platz 4 wollen, müssen natürlich Bayern und Wolfsburg verlieren. Selbst ein Remis vom Torverhältnis her würde den Bayern reichen. Also Bayern muss verlieren, Wolfsburg muss verlieren und wir müssen gewinnen. Dann sind wir noch am letzten Spieltag in die Champions League eingezogen. Ansonsten mit Platz 6 hätten wir die Conference League sicher, vielleicht auch schon die Euroleague. Ich weiß nicht, Platz 5 und 6 zählen vielleicht für die Europa League. Auf jeden Fall spielen wir international. Das steht auf jeden Fall fest. Platz 7 sollte, denke ich, auch für die Conference League reichen. Unten ist Heidenheim abgestiegen mit St. Pauli und Augsburg spielt Relegation. Gegen wen? Schauen wir uns dann natürlich alles am letzten Spieltag an, nach dem letzten Spiel. Da werden wir dann nochmal eine gesamte Statistik machen. Wir werden uns die anderen Ligen anschauen, das, was wir sonst immer machen. Und dann werde ich euch schon mal sagen, habe ich ein Angebot von einem anderen Verein. Oder bin ich auf den Verein zugegangen, weil der Verein frei war oder ich das Jobangebot habe. Und von daher bin ich mal gespannt, ob es auch klappt. Und dann wird es auch in diesem Karrierestand, in diesem Speicherstand, wird es dann weitergehen. Also ich werde keine komplett neue Karriere machen, sondern ich werde den Verein einfach wechseln und dann in diesem Karrierestand weitermachen, weil ich auch schauen möchte, wie sich meine Münsteraner entwickeln. Wie die Mannschaft aussieht, wo die Spieler dann hinwechseln, wie sich die Spieler entwickeln. Also seid gespannt. Die Auflösung wird es dann nach dem Pokalfinale geben. Vielleicht werde ich es auch schon vorher irgendwie auflösen, mal gucken. Jetzt haben wir nochmal ein Spiel beim 1. FC Köln. Ich hoffe, da seid ihr nochmal zahlreich vertreten. Es geht um die Champions League. 4-Kampf, Fernduell mit Leverkusen, Wolfsburg und den Bayern. Und am Ende werden wir auch sehen, wer Meister wird. Machen es die Dortmunder in Frankfurt, die Leipziger in Heidenheim. Das ist die Truppe vom 1. FC Köln. Florian Kainz, Waldschmidt unter anderem, die haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Vielleicht nochmal eine Niederlage zum Abschluss, wäre für uns ganz schön. Wir werden sehen. Also macht's gut und wir sehen uns wieder zum letzten Bundesligaspiel mit Preußen Münster. Macht's gut. Ciao, ciao.